Servus Leute, das Wetter ist endlich warm geworden in Deutschland. Es ist Sommer, es ist Inline-Saison und heute bin ich beim Sweep Hockey mit Captain Rotbart, Tobi vom Sweep. Wir bekommen zurzeit sehr viele Fragen zum Thema Inliner, vor allem Inline-Rollen. Wie ihr seht, das sind sehr viele Rollen auf dem Markt. Es kann ein bisschen verwirrend werden. Welche Rolle soll ich nehmen? Wie teuer, wie günstig, wie hart, wie groß? Diese Fragen werden wir heute euch alle beantworten. Tobi, ready? Let's go! Okay, Tobi, also die häufigste Frage, die wir, glaube ich, alle bekommen, ist, welche Rollen soll ich nehmen? Vor allem Indoor, Outdoor ist immer so eine große Frage. Genau. Also wir haben Indoor- und Outdoor-Rollen zur Verfügung, die auch unterschiedlich hart ab und zu sind, von Outdoor zu Indoor. Man kann alle überall benutzen. Kommt natürlich darauf an, wie gut die Performance der Rolle sein soll. Die Outdoor-Rollen sind grundsätzlich härter, die reiben nicht so sehr ab. Die Indoor-Rollen, die Courts oder die Flächen Indoor sind meistens ein bisschen glatter und da braucht man eine weiche Rolle für etwas mehr Grip. Wie Tobi sagte, heißt nicht unbedingt, dass man nicht die Indoor-Rollen zum Beispiel draußen benutzen kann. Dann hätten wir ein sehr, sehr krasses Grip. Habe ich schon auch mal probiert, aber die Rollen nützen sich ungefähr zweimal so schnell ab wie eine Outdoor-Rollen. Genau. Was noch wichtig zu sagen ist, von dem Härtegrad der Definition ist es so, alles über 80A ist eine Outdoor-Rolle, alles unter 80A ist eine Indoor-Rolle. Das heißt, wenn ihr kauft, solltet ihr immer darauf achten, ob ihr für Indoor oder Outdoor kaufen wollt, sondern es ist immer 80 nach oben oder unten der Grad, wie es bemessen wird. Was ist das Weichste, das du empfehlen würdest zum Beispiel für Indoor und was ist die härteste, das du für Outdoor empfehlen würdest? Für Outdoor ist eigentlich das härteste 84A im Inline-Hockey-Bereich. Beim Fitness-Skating ist es 85A. Das hängt damit zusammen, dass es eine Marathonrolle ist. Im Indoor-Bereich hängt es ein bisschen vom Gewicht ab. Ich spiele eine andere als du. Okay, ich habe nicht so viel Erfahrung Indoor. Wir sind meistens mit den Landsberger Kids draußen am Spielen, aber ich kenne es auch eigene Erfahrung. Im Landsberger Eisstadion als Beispiel ist die Fläche extrem glatt. Da braucht man wirklich die weichsten Rollen, also 74A, sonst rutscht man überall hin. Und es gibt auch andere Ausnahmen. Tobi hat gerade gesagt, 84A ist das härteste, was er für Outdoor empfehlen würde. Es gibt einige so Freestyle oder einige, die sehr gerne diese Slides machen, fast wie Hockeystop. Die nutzen sogar eine 90er Härte, weil da kann man sehr, sehr gut rutschen, so wie Hockeystop, allerdings nicht viel Beweglichkeit und nicht so viele Kurven fahren. Zu den Rollen und zu den Chassis. Die Schuhe haben ganz einfach unterschiedliche Größen verbaut, teilweise hinten größer als vorne. Wenn man jetzt sieht, hier hinten sind 80 mm drauf, die vorderen zwei sind 76 mm. Das liegt einfach daran, dass man beim Hockey eine gewisse Wendigkeit haben will, eine gewisse Performance und schnell beschleunigen will. Wenn ich jetzt hier vorne den Schuh aufstelle und vorne ein bisschen Druck drauf gebe, merkt man auch, dass die hintere Rolle sich bewegen lässt. Das heißt, ähnlich wie beim Schlittschuh sind nur die ersten 3 Rollen wirklich auf Kontakt und dadurch hat man die Beweglichkeit fürs Bremsen, fürs Übersetzen. Bei den Chassis muss man natürlich schon darauf achten, wie alt ist der Schuh, was ist es für ein Schuh. Neuerdings, die letzten 3-4 Jahre sind es immer 80-76er Kombinationen. Man könnte auch 76-72 spielen, da muss immer 4 mm Unterschied sein, dass halt das perfekte High-Low passiert. Alte Schuhe gibt es teilweise mit 80-72, das ist dann einfach ein bisschen mehr Wippe, steht aber normalerweise auf dem Chassis oder beim Fachmann kriegt man auf jeden Fall die richtige Information. So. Es gibt natürlich auch noch Abarten, zum Beispiel Kinderschuhe oder das hier ein Bambini-Schuh. 3 Rollen, 59, 59, 68. Da versucht man natürlich auf diesen kleinen Schuh mit der Rolle die perfekte Performance zu kreieren. Ist nicht immer leicht, weil natürlich das Chassis irgendwo zum Schuh passen muss. Aber dafür haben die Kinder dann einen ganz guten Halt und Performance auf dem Schuh. Und den letzten Punkt, den wir noch haben, sind Fitness-Skates. Das sieht man natürlich gleich vom Vergleich. Hier sind ganz andere Rollen drauf. 180 zum Beispiel macht man auch deswegen, dass die Chassislänge nicht so den Schuh auf Gleisen fahren lässt, sondern einfach auch noch ein bisschen Bewegung drauf hat. Aber hauptsächlich ist es ein Schuh für gerade Strecke, Fitness, viele Kilometer mit einer großen Rolle. Also grundsätzlich, desto größer die Rolle, desto schneller ist man, Genau. aber weniger wendig. Und diese High-Low-Chassis, so wie man sie benennen im Hockey, sind dafür gedacht, dass man eher in einer Hockey-Position leicht vorwärts angelehnt wie auf dem Eis
Da ist aber auch wichtig zu beachten, dass wenn man Ersatzrollen kauft, dass man nicht gleich alle 4 mit der gleichen Größe kauft, sonst wird man merken, die vorderen 2 passen nicht. Genau, dann ist man nochmal hier und dann ist auch alles gut. So, was noch ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr euch Inliner kauft, sind auf den günstigen Inlinern immer Outdoor-Bereifung und auf den besseren Inlinern Indoor-Bereifung. Bedeutet, wenn du einen günstigen Inliner innen verwenden willst, solltest du dann schauen, ob du dir noch Indoor-Rollen nimmst. Ganz einfach, dass die Performance auf den Platz passt und du nicht enttäuscht bist, dass du dann wegrutscht. Von den Rollen her kann man natürlich unterschiedliche Preisklassen kaufen. Das hat dann mit der Polyurethan-Zusammensetzung zu tun. Die günstigen Rollen sind so für 4 Stück zwischen 25 und 35 Euro. Das hängt je nach Modell, je nach Marke natürlich ab. Und man kann dann natürlich auch ein bisschen mehr ausgeben, um einfach besseren Grip zu erzeugen und einfach bessere Performance zu haben. Dann liegen wir zum Beispiel hier bei 59,95 oder es gibt natürlich auch welche für 69, wobei dann kommt es ganz extrem an, für was du es hier verwenden willst und wie gut die Performance sein soll. Tobi, für jemanden, der sagt, er spielt vielleicht Inline-Hockey 1-2 Mal die Woche, wie viel sollte man für 4-Pack Rollen ausgeben? Also wenn man sich noch ein bisschen unsicher ist, würde ich immer auf die günstige gehen, weil die günstige einfach dir schon eine gute Performance gibt und dann findet man für sich schon heraus, wie man sie nutzen kann und ganz einfach, wie der Belag ist, wie das Gewicht vom Spieler ist und so weiter und dann kann man sich da ein bisschen in die Materie reinfuchsen, aber da würde ich eher günstig anfangen und dann vielleicht auch nur mal 2 Rollen pro Schuh austauschen, die vorderen zum Beispiel, weil das schon mehr Grip bringt. Letzten sehr wichtigen Punkt sehe ich bei vielen Kindern, die kommen, die haben die Rolle, ist auf eine Seite kaum benutzt, die andere Seite ist man schon fast hier auf dem Plastik, weil man die Rollen auch tauschen muss bzw. wechseln will, außer man möchte jede paar Wochen zu Tobi kommen und sich neue Rollen kaufen. Er freut sich, ist aber für euch wirklich nicht optimal. Wenn man zum Beispiel ein High-Low-Chassis hat, sollte man regelmäßig die Rollen kontrollieren und dann als Beispiel die vordere Rolle vom rechten Schuh mit der zweiten Rolle vom linken Schuh tauschen. So kann man sich die Rollen am meisten erhalten. Nicht nur einfach die Rolle, zum Beispiel diese vordere Rolle, drehen und wieder reinschrauben, weil erfahrungsgemäß nutzt sich die vordere Rolle am schnellsten ab, die zweite Rolle ein bisschen weniger. Und wenn man sie nur drehen würde, dann klar würde man die Seiten gleichmäßig benutzen, aber die Rolle selbst wäre dann irgendwann super klein im Vergleich zur zweiten Rolle. Auch da wichtig, warum könnte ich dann einfach nicht meine vordere Rolle mit der zweiten Rolle vom selben Schuh tauschen? Ist es einfach, fast jeder von uns hat ein stärkeres Bein und ein schwächeres Bein. Ich kenne es selber, mein rechtes Bein ist viel stärker. Ich drücke viel mehr damit ab, deshalb nutze ich meine rechten Rollen viel schneller ab wie meine linken Rollen und viele von uns sind halt so. Deshalb, wenn ich sie nur mit 1 bis 2 tauschen würde, hätte ich trotzdem viel mehr Abrieb auf dem rechten Schuh als im linken Schuh. Deshalb überkreuzt ist immer der bessere Weg. So, wir hoffen, dass dieses Video euch ein kleines bisschen helfen könnte. Jedes Paar Inliner, die ihr kauft, kommt schon mit ein paar Rollen. So, für allen, bis auf vielleicht die absolute Profis, ihr müsst jetzt da keine Gedanken machen, oh, sind die Rollen richtig? Aber die Rollen nutzen sich viel schneller ab wie die Inliner. Also falls ihr Inliner regelmäßig benutzt, werdet ihr irgendwann mal neue Rollen kaufen müssen. Und wir hoffen, dass wir euch hier heute einiges erklären könnten zum Preis, zum Härte, zum Größe, was ihr für Inline-Rollen braucht, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Tobi, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Falls ihr Hilfe braucht, schaut mal im Laden vorbei. Wir sind auch beide der Meinung, auch für Eishockeyspieler, man muss nicht nonstop auf die Inline sein im Sommer, aber ein paar Mal auf die Inline in der Woche, wenn man nicht aufs Eis gehen kann, ist schon ein hilfreiches Training. Viel Spaß da draußen diesen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Kommt vorbei bei Meisters Hockey School.